Radfahren ist toll, Schmerzen beim Radfahren eher nicht so toll und vor allem richtig nervig sind Schmerzen im Sitzbereich am Gesäß beim Mountainbiken. Wie diese Schmerzen entstehen und vor allem, was man dagegen tun kann, wie man das Mountainbike einstellt, damit der Schritt nicht taub wird, das schauen wir uns hier heute bei Ergon an. So, heute geht es ums Thema Sitzbeschwerden beim Mountainbiken und das möchte ich euch nicht alleine klären, sondern habe hier eine Expertin an meiner Seite. Dagny von Ergon, du beschäftigst dich Tag ein, Tag aus mit ergonomischen Lösungen und auch mit Problemen, die beim Mountainbiken entstehen können. Erste Frage vorneweg, Sitzbeschwerden, ist es denn überhaupt so ein relevantes Problem? Ja, tatsächlich zählen Sitzbeschwerden unter allen Fahrradkategorien mit zu den häufigsten auftretenden Beschwerden. Darunter gibt es ganz unterschiedliche Beschwerden. Ich denke, die Beschwerde, mit denen die meisten Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen schon Erfahrung gemacht haben, sind die Beschwerden im Genitalbereich. Dann gibt es auch noch den Sitzdruck an den Außenkonturen eines Sattels, die sehr häufig vorkommen, oder auch die Reibung der Oberschenkel an dem Übergangsbereich eines Sattels. Oder auch ganz typisch sind Rückenschmerzen, grundsätzlich auch fürs Fahrradfahren. Das heißt, es ist ein komplexes Thema. Sitzbeschwerden sind nicht gleich Sitzbeschwerden, sondern es gibt verschiedene Probleme und hoffentlich auch verschiedene Lösungen dafür. Und die schauen wir uns jetzt an. Gut, dann würde ich sagen, steigen wir auch direkt ein in die Materie, und zwar Schmerzen im Genitalbereich bzw. Taubheit. Ich muss sagen, ich kenne das durch meine Tätigkeit bei MTB News und EMTB News definitiv. Da fahren wir viele unterschiedliche Testräder und je nachdem, was da für ein Sattel drauf ist, mal funktioniert es wunderbar, mal tut im Genitalbereich alles weh oder alles schläft ein. Wie kommt es zustande? Was sind so die Ursachen dafür? Ja, die Taubheit im Genitalbereich hat vor allem die Ursache, dass unter den knöchernen Strukturen des Beckens sehr empfindliche Nervenbahnen und auch Blutgefäße entlanglaufen. Und wenn die Entlastung nicht an der richtigen Stelle des Sattels für die jeweilige Person, für den jeweiligen Fahrer ist, dann werden eben diese Nervenbahnen und Blutgefäße abgedrückt und die Durchblutung wird nicht mehr gefördert sozusagen, wodurch dann eben die Taubheit entsteht. Lösungen dafür sind eben zum Beispiel geschlechterspezifische Sättel. Ich zeige einmal kurz den Unterschied. Ich habe jetzt hier einmal auf der linken Seite einen frauenspezifischen Sattel, auf der rechten Seite einen männerspezifischen Sattel. Und man sieht direkt schon, dass die Entlastung, der Entlastungskanal hier bei dem Frauensattel mehr im vorderen Bereich ist, an der Sattelnase. Und bei dem Sattel für das männliche Geschlecht die Entlastung eben mehr hier im hinteren Bereich ist. Das heißt, als Mann, wenn ich auf dem Sattel sitze, bringe ich eher so Druck in den hinteren Bereich des Sattels ein. Und bei einem Frauensattel ist der Druck ein bisschen flächiger verteilt. Habe ich das jetzt richtig verstanden oder ist es genau umgekehrt? Ja, genau. Wir können gerne auch einfach uns einmal die Beckenanatomie anschauen. Dafür habe ich hier zwei Beckenmodelle. So, dann habe ich hier einmal links das männliche Becken und rechts das weibliche Becken. Und man sieht direkt, wenn man die beiden mal miteinander vergleicht, dass die beiden Sitzhöcker, das ist hier der tiefste Punkt am Becken, bei den Frauen deutlich weiter auseinander ist, wie beim männlichen Becken. Dazu kommt dann noch, dass eben beide Becken natürlich trapezförmig nach vorne laufen und hier vorne der Punkt, das ist die Symphyse, bei den Frauen deutlich tiefer liegt wie bei dem männlichen Becken. Und das führt dazu, dass zum Beispiel bei gleicher Beckenstellung die Frau schon sehr viel weiter vorne auf den knöchernen Strukturen aufliegt, wie jetzt das männliche Geschlecht. Und dazu kommt eben noch, dass eben das weibliche Geschlecht offen ist und man eben hier sehr viel schneller vorne auf dem Genitalbereich aufliegt, wie jetzt das männliche Becken. Das heißt, aus deiner bzw. aus eurer Sicht bei Ergon macht es definitiv Sinn, dass Männer und Frauen an Mountainbikes und an E-Mountainbikes geschlechtsspezifische Sattel fahren. Genau, korrekt. Wir arbeiten tatsächlich auch sehr viel mit Studien zusammen und haben auch bis zu 10.000 Druckmessungen schon gemacht, die eben genau das bestätigen. Gut, ich würde sagen, wir nehmen uns noch mal kurz die beiden Sättel hier. Das waren diese hier. Jawohl. Können wir vielleicht noch mal kurz am männlichen und am weiblichen Becken demonstrieren, wie das so in der theoretischen Praxis aussieht? Gerne, natürlich. Ja. Womit möchtest du anfangen? Das hier ist mit dem männlichen. Genau, das hier ist der Männersattel. Genau. Ich kann dir mal das weibliche Becken abnehmen. Ja. Genau. So, genau. Also beim männlichen Geschlecht ist es eben so, auch in der sportlichen Sitzposition, wenn das Becken schon leicht gekippt wird, dass eben hier hauptsächlich der Druck im hinteren Bereich der knöchernen Strukturen ist. Also hier hinten am Sitzbeinhöcker, am Sitzknochen und hier im Bereich der Damm liegt, also hier vor allem die Entlastung im Dammbereich sehr wichtig ist. Und wenn wir jetzt die weiblichen
Produkte bzw. den weiblichen Sattel und natürlich auch das weibliche Becken Einmal tauschen. nehmen, Jawohl. genau, einmal tauschen. Genau, wenn wir jetzt hier die gleiche sportliche Sitzposition einnehmen würden, dann sieht man schon, dass man hier sehr viel schneller vorne auf dem Schameinknochen aufliegt, wo eben der Genitalbereich aufliegt und man eben hier im vorderen Bereich die Entlastung deutlich mehr braucht. Gut, das war jetzt das Thema Schmerzen im Genitalbereich, die eher durch den inneren Bereich des Sattels und des Beckens entstehen. Jetzt gibt es aber auch noch andere Bereiche des Sattels und andere Schmerzbereiche, die im Genitalbereich entstehen können. Beispielsweise, du hast es anfangs erwähnt, auch Schmerzen, die hier durch die Außenseite des Sattels entstehen können. Was hat es anatomisch damit auf sich und vor allem, wie bekommt man das in den Griff? Ja, da können wir gerne auch gerade drüber reden. Ich lege einmal das Becken auf Seite. So, wenn wir uns dann den Sattel nochmal anschauen, dann haben wir eben zum einen, was ich eben erwähnt habe, den Druckschmerz an der Außenkontur eines Sattels oder eben auch die Reibung der Oberschenkelinnenseite hier am Übergang des Sattels. Beide Schmerzbereiche hängen unter anderem mit der Breite des Sattels zusammen. Bedeutet, wir haben uns eben die Becken angeschaut und auch den Sitzbein-Höcker-Abstand und dieser ist ausschlaggebend dafür, welche Sattelbreite man am Ende fahren sollte. Wir haben einmal nämlich das Problem, wenn ich jetzt einen sehr schmalen Sitzknochenabstand habe und der Sattel aber breit ist, dann komme ich gar nicht nach hinten auf die Sitzfläche, weil mich der Sitzknochenabstand immer wieder nach vorne schiebt. Das heißt, ich nutze gar nicht die Sitzfläche, die eigentlich dafür vorgesehen ist und habe dadurch sehr hohen Sitzdruck und das führt eben zu Schmerzen. Wenn wir das jetzt andersrum anschauen, also ich habe einen sehr breiten Sitzknochenabstand und der Sattel ist aber schmal, dann sitze ich natürlich ganz hinten, aber nutze wieder die Sitzfläche nicht optimal, weil ich eben hier auf der Außenkontur von dem Sattel aufliege. Und da eben an dieser Stelle der Sattel auch nicht dafür vorgesehen ist, habe ich auch hier wieder einen Sitzdruck, weil ich eben zu weit außen am Sattel sitze. Genau, das bedeutet, der Sattel sollte auf jeden Fall auch auf den Sitzknochenabstand abgestimmt sein. Das heißt, wenn ich jetzt einfach mit einem breiten Hüftknochenabstand einen eher schmalen Sattel fahre oder umgekehrt mit einem schmalen Sitzknochenabstand einen zu breiten Sattel fahre, also es kann zu breit oder es kann zu schmal sein und der Druck wird dann falsch verteilt und das führt auch zu Schmerzen. Ja, genau. Ja. Und wie erfahre ich, was ich für einen Sitzknochenabstand habe? Also das steht ja in keiner Bedienungsanleitung oder so. Wie würde ich das jetzt für mich rausbekommen? Ja, da gibt es verschiedene Methoden. Vielleicht der ein oder andere kennt da auch verschiedene. Wir von Ergon benutzen ein ganz bestimmtes Tool. Das ist unser TS1 Sitzhocker. Der hat eine digitale Druckmessmatte in dem Sitzbereich liegen. Man setzt sich da einmal drauf und erfährt dann so den Abstand der Sitzbeinhöcker. Und aufgrund dieses Wertes weiß man dann, brauche ich den schmalen oder den breiten Sattel. Bei uns ist es jetzt so, wir haben die schmalen Modelle immer bis zu einem Sitzknochenabstand von 12 cm und die breiten Modelle fangen eben dann ab 12 cm an. Und man kann eben genau den Sitzknochenabstand, den Wert davon, nutzen, um die Breite herauszufinden. Perfekt, das ist dann sozusagen wie meine Schuhgröße. Wenn ich das einmal weiß, dann kann ich mich an diesem Wert orientieren. Genau. Und wenn ich nicht die Möglichkeit habe, so eine Messung durchführen zu lassen, merke ich das irgendwie beim Fahren oder wie äußert sich der Schmerz, dass ich weiß, der Sattel passt von der Breite einfach nicht zu meiner persönlichen Anatomie? Wie bekomme ich das raus? Also habe ich jetzt zum Beispiel einen zu breiten Sattel, dann könnte man das dadurch rausfinden, indem man das Gefühl hat, man muss sich immer wieder nach hinten schieben auf den Sattel. Weil eben dadurch, dass der Sitzknochenabstand beschränkt ist, man sich immer wieder nach vorne schiebt und man versucht immer wieder, sich zurückzudrücken. Das ist dann der eine Punkt, also wenn der Sattel zu breit ist. Und wenn der Sattel zu schmal ist, dann ist eben ein Faktor eben dieser zu hohe Druck und man merkt vielleicht auch, dass man zu weit außen an den Außenkanten des Sattels aufliegt. Okay. Jetzt ist es ja so, Mountainbiken ist nicht gleich Mountainbiken. Also es gibt ja von Cross-Country mit ganz wenig Federweg oder vielleicht sogar Hardtail bis hin zu Enduro, Freeride, Downhill, alle möglichen Disziplinen. Und ja, oft muss man aus eigener Kraft nach oben kurbeln und sitzt dann natürlich im Sattel oder auf dem Sattel. Aber ich stelle mir jetzt vor, Anforderungen an einen Cross-Country-Sattel sind wahrscheinlich andere als an einen Enduro-Sattel. Oder ist das eigentlich 1:1 identisch, weil letzten Endes bewegt man ein Fahrrad und sitzt dabei? Wie sind da eure Erfahrungen? Ja, wir haben tatsächlich für alle unterschiedlichen Einsatzgebiete auch unterschiedliche Sättel, eben weil die Anforderungen immer andere sind. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel Enduro, kann ich einmal kurz den Sattel zeigen.
Dann haben wir einen Sattel, der hinten in der Sitzfläche eher schmal ist und eine relativ lange Nase hat, damit man eben eine gute Beinführung hat, wenn man dann eben auf den Trails unterwegs ist. Wenn wir uns aber dann ganz im Gegenteil dazu anschauen, zum Beispiel den SMC, das ist jetzt der Mountainbike-Komfortsattel, sieht man schon, dass die Sitzfläche hinten sehr viel breiter ist, wie jetzt zum Beispiel auch bei dem normalen Mountainbike-Sattel. Und da ist eben der Unterschied hauptsächlich auch, dass man auf einem komfortablen Mountainbike deutlich aufrechter sitzt. Das heißt, das Becken wird ein bisschen nach hinten aufrotiert und der Abstand der knöchernen Strukturen geht ein bisschen auseinander. Und deswegen haben wir da eben eine bisschen aufrechtere oder eine bisschen breitere Sitzfläche für die aufrechtere Sitzposition. Na, interessant. Das heißt, ja, man sollte sich da schon vor allem an der Disziplin orientieren, für die man das Mountainbike am häufigsten einsetzt und dann basierend darauf auch die passenden Produkte auswählen. Ja, ganz genau. Ein großes Thema ist dabei auch immer dieses Thema Beinfreiheit. Wenn man jetzt eben ein bisschen aufrechter sitzt, dann ist hier der Übergangsbereich auch etwas weiter hinten, weil man eben ein bisschen aufrechter sitzt. Oder bei den sportlichen Sätteln ist dann hier eben ein bisschen mehr Beinfreiheit auch garantiert, weil man eben auch ein bisschen weiter nach vorne gebeugt sitzt. Mhm. Genau, und gerade wenn es dann bergab geht, braucht man ja auch so eine gewisse Bewegungsfreiheit. Ich stelle mir jetzt vor, natürlich mehr Polsterung und größere Fläche ist wahrscheinlich ein bisschen komfortabler, aber da müsst ihr wahrscheinlich auch den perfekten Kompromiss finden, dass man einerseits bequem und ergonomisch sitzt, aber andererseits eben auch das Sportgerät dann in der Abfahrt gut funktioniert. Ja, man versucht natürlich immer alles irgendwie zu kombinieren und genau, da versuchen wir natürlich unser Bestes. Was mir jetzt hier auffällt bei dem Sattel, den du in deiner linken Hand hast, der ist ja, so relativ dick gepolstert, hat hier nochmal irgendwie so ein recht futuristisch aussehendes und wirklich weiches Material. Was hat es damit auf sich? Ja, das ist tatsächlich ein ganz besonderer Sattel mit einem etwas anderen Aufbau als jetzt die herkömmlichen Sättel. Und zwar haben wir hier anstelle nur einer Sattelschale haben wir 2 Sattelschalen und dazwischen befindet sich eine Art Kern. Das ist das Infinity-Material, vielleicht kennt es der ein oder andere. Das ist ein Material, das eben sehr gut dämpft. Also wenn du möchtest, kannst du hier gleich auch mal ein bisschen drauf rumdrücken, dann merkst du das schon. Und der Vorteil davon ist eben, dass zum einen die ganzen Mikrovibrationen und kleineren Stöße aus dem Boden aufgenommen werden und im unteren Rücken gar nicht mehr ankommen. Und zum anderen haben wir hier eben eine bessere Bewegung. Das heißt, der Sattel geht ein bisschen mit und dadurch haben wir eine bessere Druckverteilung und ein bisschen mehr Entlastung im Sitzbereich. Das ist jetzt der SMC Core. Wir haben noch unterschiedliche Modelle davon. Und tatsächlich ist der Sattel sogar auch AGR Rücken zertifiziert. Also für Personen, Radfahrer, Radfahrerinnen, die besonders an Rückenschmerzen leiden, wäre das eine sehr gute Option. Ja, und merkt man definitiv, wenn man den schon in der Hand hält und hier drauf rumdrückt. Das fühlt sich tatsächlich relativ gut gedämpft und dadurch wahrscheinlich auch auf dem Trail oder auf langen Touren sehr komfortabel an. Jetzt haben wir uns sehr viel über die Produkte selbst unterhalten. Man kann aber natürlich auch am Mountainbike bzw. an der Sattelstütze jede Menge einstellen, was die Position angeht. Wir schauen uns gleich auch noch so ein paar super praktische Praxistipps an, wie man zur optimalen Sitzposition kommt. Aber was würdest du sagen, was sind so die wichtigsten Aspekte, die man bei der Sitzposition beachten muss? Ja, die wichtigsten Aspekte auf jeden Fall die Sattelhöhe ist ganz, ganz wichtig. Dann natürlich auch der Nachsitz, genauso wie die Sattelneigung, wenn wir uns jetzt den Sattel anschauen. Da gibt es verschiedene Tools, die man zur Hilfe ziehen kann. Wir von Ergon, das kann ich auch einmal kurz zeigen, haben da ein ganz praktisches Tool entwickelt. Das ist die Fitting Box für Mountainbike. Da sind hilfreiche Schablonen dabei und auch Tabellen mit Werten, mit Hilfe man in 7 Schritten dann das eigene Fahrrad zu Hause einstellen kann. Wenn man nicht zum Beispiel einen teuren Bikefitter bezahlen möchte, wäre das zumindest so ein erster Schritt, den man selber machen kann, um da eben schon mal seine Sitzposition ein bisschen genauer zu bestimmen. Ja, das Thema Bikefitting ist ja beispielsweise im Rennrad- oder im Gravel-Bereich total verbreitet. Also da wird eigentlich jedem empfohlen, sofort ein Bikefitting zu machen. Im Mountainbike-Sektor machen das die allerwenigsten. Das heißt, da ist die Bike-Fitting-Box von euch wahrscheinlich ein sehr, sehr gutes Tool, um etwaige Probleme in den Griff zu bekommen. Ganz genau, also man fühlt sich auf jeden Fall ein bisschen wohler dann danach auf dem Fahrrad und ist eben auch einfach deutlich kostengünstiger. Und natürlich bringt auch der beste Sattel nichts, wenn er nicht richtig eingestellt ist. So, wie eben angekündigt, schauen wir uns jetzt noch an, wie man die perfekte Sitzposition am Mountainbike findet. Das sind, glaube ich, 3 wichtige Aspekte, die man beachten muss, wenn ich mich richtig erinnere. Und das erste ist die richtige Sitzhöhe.
Korrekt, damit können wir gerne mal starten. Setz dich doch einfach mal auf dein Fahrrad, bitte. Genau, dann einmal den Sattel bitte ausfahren, so wie wenn du hochpedalieren würdest. Jawohl, okay. Dann ist es immer wichtig, darauf zu achten, dass in der Trittposition eben das Bein nicht zu dolle durchgestreckt ist, aber auch nicht zu stark geknickt ist. Wir sind jetzt hier noch nicht ganz in der untersten Position. Kommst du dahin? Jawohl. Dann schauen wir uns das nochmal an. Genau, wir haben jetzt hier einen ganz leichten Winkel im Knie, was aber vielleicht schon ein bisschen zu wenig ist. Wenn du jetzt einmal kurz die Ferse auf die Pedale stellst, bitte. Kommst du dann noch ran? Gerade so. Ein wichtiger Hinweis hier ist immer, wenn wir die Ferse jetzt auf der Pedale stehen haben und dann rückwärts treten, sollte das Bein zwar durchgestreckt sein im untersten Punkt, aber während dem Pedalieren sollte das Becken nicht von links nach rechts kippen. Gut, die Sitzposition, die richtige Sitzhöhe haben wir jetzt eingestellt. Als nächstes müssen wir uns um den Nachsitz kümmern, also die Position des Sattels nach vorne oder hinten. Wie bekomme ich da den optimalen Wert, die optimale Einstellung raus? Ganz genau. Am besten setzt du dich einfach nochmal aufs Fahrrad drauf und dann schauen wir uns mal dein Knie an, während du die Pedale waagerecht stehen hast. Da gibt es ganz hilfreiche Tools, wie jetzt hier zum Beispiel das Pendelot aus unserer Fittingbox, das ich jetzt gerade mal dafür benutze, und halte das vorne ans Knie an. So. Jetzt sehe ich dabei, dass das Lot noch deutlich vor der Pedale ist, was bedeutet, dass wir den Sattel ein bisschen nach hinten schieben müssen. Dann kannst du einmal kurz aufstehen. Jawohl, wir machen das gerade einmal. Okay, dann nochmal draufsetzen. Und dann schauen wir, ob die Position des Knies im Verhältnis zum Fuß besser geworden ist. Ja. Genau, die Position ist jetzt deutlich besser, der Nachsitz ist eingestellt und ich hoffe, dass du dann so auch keine Knieschmerzen mehr hast. Als kleinen Tipp an dieser Stelle noch, wir haben jetzt gerade das Knielot vorne an der Kniescheibe angelegt, da es einfach einfacher ist, diesen Punkt zu finden. Wenn wir das da machen, dann liegt das Pendellot etwas vor der Pedalachse. Genauer wird die Messung, wenn wir hier im Kniegelenkspalt messen, der liegt ein bisschen weiter hinten und dann sollte das Pendellot durch die Pedalachse hindurchlaufen. Die Sattelhöhe haben wir jetzt eingestellt, den Nachsitz haben wir eingestellt. Bleibt noch ein Punkt, den man am Kopf der Sattelstütze einstellen kann, nämlich die Neigung des Sattels. Wie mache ich das, beziehungsweise wie finde ich da die richtige Position, den richtigen Winkel? Genau, grundsätzlich sagen wir oder geben wir als Tipp, dass man den Sattel immer erstmal waagerecht einstellt. Das gilt im Prinzip für alle Einsatzgebiete. Aber hier beim Mountainbike müssen wir beachten, dass wir einen Säg haben. Das bedeutet, wenn wir uns auf den Sattel draufsetzen, dann federt die Sattelstütze ein und die Sattelnase kommt ein bisschen nach vorne. Wenn ich jetzt hier mal nachmesse, dann haben wir den Sattel gerade ziemlich waagerecht eingestellt und wird vermutlich beim Draufsetzen nicht mehr funktionieren. Wenn wir beim Mountainbike den Sattel in der Neigung einstellen, dann beachtet bitte immer, dass ihr die Dämpfer so eingestellt habt, wie ihr sie auch eingestellt habt, wenn ihr dann berghoch auch pedaliert. Wenn ihr jetzt zum Beispiel hier hinten den Dämpfer dann normalerweise zu habt, dann stellt bitte auch die Neigung des Sattels mit geschlossenem Dämpfer ein. Dann stellen wir gerade einmal die Sattelnase ein bisschen nach unten. Und dann kannst du dich gerne einmal draufsetzen und ausprobieren, ob du schon einen Unterschied spürst. Da würde ich sagen, fühlt sich gut an. Ist jetzt nicht mehr so steil, nicht mehr vorne nach oben gerichtet, wie es eben war. Könnte vielleicht noch einen ganz kleinen Ticken an der Sattelnase runter, aber ich würde sagen, so vielleicht noch 1-2 Grad. Mehr muss es nicht unbedingt sein. Alles klar, dann machen wir das doch gerade noch und dann ist auch dein Sattel perfekt eingestellt. Kleiner Tipp noch an der Stelle aus meiner Erfahrung, wenn ihr gerade zufällig keine Wasserwaage zur Hand habt, was natürlich hierfür echt praktisch ist, auf eurem Smartphone wird sehr wahrscheinlich auch eine Wasserwaage drauf sein. Und da kann man sich vielleicht auch einfach in Abhängigkeit von dem Modell, das ihr fahrt und wie viel Federweg das hat, könnt ihr aber merken, was ihr da für eine Einstellung habt, damit ihr jedes Mal wieder die perfekte Sattelposition findet. Super, Dagny, vielen, vielen Dank für die ganzen Tipps und die ganzen Erkenntnisse zum Thema Sitzbeschwerden, Probleme und vor allem, wie man die in den Griff bekommt. Ich habe heute eine Menge gelernt. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu dem Thema habt, dann postet sie einfach in die Kommentare. Wir verlinken euch auch gerne den Artikel auf unserer Website, wo ihr alle weiteren Infos findet.
Ansonsten, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen, abonniert gerne unseren Kanal und bis zum nächsten Mal.